bin Nick Kaufmann, ich bin 25 Jahre alt und ich bin für meinen Content auf Instagram und TikTok bekannt. Viele denken, Influencer, die haben nur Glück gehabt und die machen keine richtige Arbeit. Aber die harte Realität ist, dass das Experten sind darin, Menschen zu erreichen. Ich habe auf TikTok 18 Millionen Follower und auf Instagram 2 Millionen Follower. Der Großteil meines Einkommens kommt von Werbedeals mit Marken, die man kennt. Luxusmarken wie Prada, Dior, Louis Vuitton. It is a billion-dollar industry. Man kann so viel verdienen, wie man träumen kann eigentlich. Whenever I talk to other creators, there's always the topic that comes up about this burnout because as a creator, you never really stop working. Ich war so fertig irgendwann, ich habe voll die Motivation verloren, Content zu machen, zu shooten. There's so many creators out there now. How are they gonna find you specifically? Was ich nicht mag, ist halt, wenn ein bisschen so vielleicht eine Story kreiert wird von so, er hat nur das und das, nur weil er gut aussieht. So ich behaupte ja auch gar nicht, dass es keine Rolle gespielt hat, aber ich habe das Gefühl, das redet dann meine Leistung kleiner als was ich reingesteckt habe. Am Ende muss ich ja trotzdem erscheinen, jahrelang, den Content jeden Tag posten, mehrmals am Tag produzieren, so. I don't know how making TikToks ended up with me getting invited to the Dior fashion show. Let's get dressed for the Louis Vuitton show. We're starting off the outfit with simple black suit pants. But the rest of the look is pretty crazy. Actually, it's just most of the... Ja, ich glaube, ich muss es neu filmen. Ich habe mit 18 angefangen, Content zu machen und ab dem Punkt, also nach so ein paar Monaten ging das schon ziemlich durch die Decke. Wirklich innerhalb von 48 Stunden bin ich von so 80.000 Follower auf TikTok auf so 400.000 Follower hochgegangen, so fast eine halbe Million. Bist du einmal kurz in den Frame? I'm being followed around by a TV team. It's a pretty big camera too. Next up, I'm wearing this see-through top, and you guys have no idea how long it took to find one that I liked. This is from the women's section though. Man kann auf so viele unterschiedlichen Arten interessant sein. So bei mir zum Beispiel, natürlich weiß ich, mein Aussehen hat einen Teil davon gespielt, aber auch so meine Herkunft und dass ich so einen internationalen Background habe. Check this out. Isn't that so cool? I love this jacket so much. I love all the gold details on it. Ich würde meinen Content als Lifestyle-Content beschreiben. Im Kern davon zeige ich meinen Lifestyle, mein Leben. Das hat aber viele unterschiedliche Facetten. Ich gehe da viel in Fashion rein. Check that out. Schmuck, Skincare. Look at this jewelry. Ich wollte viele Follower haben damals, das war mir wichtig. Und ich habe dann so geguckt, wie kann ich virale Videos machen, die Menschen auf der ganzen Welt erreichen. Ich habe damals arabische Trends mitgemacht. Ich habe damals japanische Trends mitgemacht. Ich habe alle brasilianische Trends, ich habe einfach alle Trends mitgemacht. Und jetzt habe ich so eine sehr breite Audience auf der Welt, was für internationalen Marken gut ist und dadurch verdiene ich mein Geld. Also ich glaube jetzt so in den letzten 15 Jahren, die es so Plattformen wie Instagram, YouTube gibt es ja noch ein bisschen länger, gibt, haben Creator einen deutlich größeren Stellenwert gewonnen und damit auch Einfluss, kulturell, sogar auch politisch, aber auch wirtschaftlich. Und dementsprechend ist eigentlich kaum noch ein Weg vorbei an Creatoren. What are you looking at? Ich bin gerade in Mailand angekommen. Jetzt fahren wir zum Fitting für die Boss-Show, weil wir einen Look brauchen für die Show morgen. Very nice to meet you. Nice to meet you. Hi. How are you? You find your way great. Follow us.
Die erste Fashion Show, auf der ich gegangen bin, war Boss damals. Ich kann mich bis heute noch genau an diese Show erinnern. Die war so krass für mich, meine erste Fashion Show. Ich wusste damals gar nicht, die haben mich nach Mailand rausgeflogen. Ich war noch nie in Mailand auf einer Fashion Week. So. Das war richtig krass. Dann irgendwann danach hat Dior auf meine Tür geklopft. Louis Vuitton, Prada, jedes Mal so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Say hi, Momo. Hi, Momo. No, oh my God. Momo. I like this. Can I try this first? Up to you, yeah. I think I Whatever you prefer want. this one. Yes. Wir müssen gucken, was für morgen passt. Da ist ein Schneider hier, der lässt alles so anfertigen. Und ich muss mich auch entscheiden, was ich hier am liebsten tragen würde. Aber ich gehe schon, glaube ich, eher hier auf was bisschen Schickeres. A lot of people don't realize that it's not only the brands coming to you, you have to go to the brands too. You need to talk to them, you need to communicate with them, you need to meet them and in the end socialize because there's so many creators out there now. How are they gonna find you specifically, you know? Can we do like clear glasses? Yeah. Awesome. Yeah. Nick really had this like drive of like, I'm gonna start talking to these brands, I'm gonna start working with these brands. I want to be in the fashion industry because he knows fashion. He's so in touch with the fashion industry and I think he really had this drive to insert himself there and he did a great job doing that. I think he definitely saw the opportunity of becoming an influencer as a way into it and yeah, I think he did a pretty good job. Was denkt ihr? Ich glaube, die könnte dunkler sein oder aus einem anderen Material sein. Ich bin mir noch nicht... Ich muss die fragen, ob ich die Sachen behalten darf, weil das verändert auch meine Hand. Ich habe mich als Kind oder als Jugendlicher gar nicht für Mode interessiert. Ich habe so einfach so das getragen, was oben in meinem Kleiderschrank war. So, es gab einen Stapel und ich habe den von oben nach unten einfach getragen. Es war sehr anders als heute. Er hat sich null für sein Aussehen interessiert. Ich glaube, er hat die Kleider angezogen, die ihm gekauft wurde. Er hat sich nie so viel Mühe gemacht. Ich hatte damals definitiv nicht ein positives Verhältnis zu meinem Aussehen und meinem Körper. Ich hatte so eine sehr starke Brille, die so super uncool war. Ich hatte so eine Frisur, die wirklich die billigste Frisur war, die man finden konnte. Meine Haare waren immer irgendwie so viel zu kurz, irgendwie so krumm geschnitten. Ich hatte Angst so, oder sehr viele Schwierigkeiten in der Schule, halt so Leute anzusprechen, so hey, können wir Freunde sein oder whatever. Wurde auch in der Schule so gemobbt und so. Es gab so die coolsten Kinder und dann die anderen. Und irgendwie bin ich, glaube ich, ganz unten in diese so Kinder, die so nicht wichtig sind, reingefallen. Und das war so ein bisschen schwierig für mich zu navigieren, weil ich das Gefühl hatte, so, wenn ich Leute in der Schule angesprochen habe, waren meine Meinungen bei denen nicht wichtig. Die haben mich auch ein bisschen so nicht ernst genommen und auch oft so sich so immer so kleine Mengen so lustig gemacht. Ich glaube, das hat aber auch dazu geführt, dass ich unbedingt beweisen wollte, dass ich nicht das bin, was andere Leute mir damals gesagt haben, was ich bin. Ja, die Vita kenne ich auch von anderen Creatoren. Also es sind, glaube ich, viele, die so Herausforderungen hatten in der Kindheit oder Jugend. Und das, finde ich, ist mit die schönste Seite von sozialen Medien, dass das auch Menschen Mut schenken kann. Das ist neben all der berechtigten Kritik an Social Media schon auch einer der großen Vorteile.
Ja, die Ästhetik ist ein bisschen so American Psycho, ein bisschen, weißt du, so Business, aber so trotzdem gut aussehen. Ich mache mich heute für die Boss-Show ready. Eigentlich bin ich Gast, also ich habe nicht wirklich eine Aufgabe. Ich habe auch keine Verpflichtungen von der Brand, aber das ist auch mein Content. Also ich poste ja viel von Fashion Weeks und Fashion Shows. So sieht es so von der Seite aus. Und von vorne, ja so, also nicht zu hoch. Am Anfang, klar, du hast immer Minderwertigkeitsgefühle und manchmal bist du da und du, keine Ahnung, hast gerade auf jedem Video 1 Million Likes und 10 Millionen Aufrufe und dann ist da irgendjemand, der so viel kleiner ist, aber hat so ein krasses Service von der Brand, die haben dann einen Fahrer und ein großes Kamerateam und da denkst du dir schon so, was mache ich falsch, dass ich das nicht bekomme. Aber über die Zeit ist es entspannter geworden und ich habe gelernt, mich viel mehr auf mich selber zu fokussieren. On the floors of Tokyo, down in London town to go. With the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself when there's no one else inside. Ja, du kannst auch ein paar Schritte vorgehen. Ne? Ich glaube, das wird richtig cool. Ich glaube, man wird da viele Gesichter sehen, die man kennt. Like viel Geld, like viel. Fashion Shows sind ja immer da, wo die Fashionhäuser ihre neuesten Kollektionen zeigen. Es ist ja super wichtig, dass also für die Marke selber so viele Augen wie möglich auf die neue Kollektion sind, damit Leute kaufen wollen. Boss macht das immer richtig crazy. Die Beckhams sind natürlich da. David ist ja das Gesicht von Boss. Ich bin JA19, oder? Oft wird man neben Leute gesessen, die was Ähnliches machen, die auch Content machen. Früher wäre ich nervös gewesen und hätte vielleicht auch 3-mal so viel Content geplant und wäre dann richtig gestresst gewesen, dass ich alles nicht hinbekomme. Inzwischen bin ich viel entspannter damit. Ich bin mit 17 quasi alleine nach Deutschland gezogen und habe dann angefangen in Deutschland zu studieren. Ich war da super einsam. Ich fand es sehr schwierig. Durch diese Einsamkeit hatte ich aber auch sehr viel Zeit, so Sachen auszuprobieren. Und TikTok und so Social Media Content Kreation war so einer von diesen Sachen. Ich glaube auch, ich wäre nicht an diesen Punkt gekommen, wäre ich damals nicht nach Deutschland gezogen, weil das größte Hindernis zu Content-Kreation oder sowas zu machen, ist ja die Angst, was andere denken würden. So. Und weil es niemanden gab, der sich darüber lustig machen konnte, konnte ich eigentlich machen, was ich wollte, weil das hatte so keine Konsequenzen. Das ist halt so vielleicht so einer von den wenigen Vorteilen von so dieser Art von Einsamkeit. Also hier ist Deutschland, hier ist Singapur. Ich wurde in Singapur geboren und habe mein ganzes Leben da verbracht, bis ich letztes Jahr alleine nach Deutschland gezogen bin. Ich finde es schwierig zu beschreiben, so wo mein Zuhause ist. Ich weiß das selber nicht wirklich. Ich reise viel und gucke dann so ein bisschen, wo könnte eventuell irgendwann ein Zuhause sein.
mal, das Auto ist voll sexy. London erinnert mich am meisten an meine Heimat, an Singapur. Man sieht die Ähnlichkeiten schon. Es ist auch eine der einzigen Städte auf der Welt, wo man gutes singapurianisches Essen holen kann. Das bestelle ich mir wirklich so 1-2 Mal die Woche mindestens, weil es mich einfach so an Heimat erinnert. Ich bin in Singapur geboren. Ich bin auch in Singapur aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus Indien. Mein Vater kam aus Deutschland, aus dem Allgäu. Und die haben sich in Indien kennengelernt und sind dann aber nach Singapur gezogen. Und ja, da fing mein Leben an. In meinem Umfeld war jede Person gefühlt aus einem anderen Land und mein Leben hat sich sehr darum gedreht, so dieses so Zwischenpunkt zwischen Kulturen zu finden. Und ich finde das richtig, richtig cool und auch sehr besonders, dass ich so das als Kindheit erleben konnte. Ich muss aber auch sagen, es gibt natürlich die Nachteile davon. Zum Beispiel nicht zu wissen, wohin man wirklich gehört oder so, wo Heimat ist und wo Zuhause ist. Ich sehe das aber auch ein bisschen als so meine Lebensaufgabe, so mein Zuhause irgendwo zu finden oder eher einfach aufzubauen. I kind of wanted to do the salmon marinade. Do you want to do it? You guys should do it together because that's what siblings do. I don't want to do it together. Do you want to do it? How are we gonna do this together? Wir verbringen viel Zeit zu dritt und ich genieße das sehr, weil da kann ich so richtig ausschalten und ja, mir macht's richtig Spaß. Actually, I could do this, right, to cool them down. Yeah, but it doesn't work so. Like, I'll show you. I think like this is okay. Es gibt niemanden auf der Welt, mit dem ich annäherungsweise so viel Content gemacht habe als mit Benji. Nick and I became online friends first because there was this trend back in the day with a Lizzo song where it goes, I like big boys, itty bitty boys. Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. And then Nick did the same video and both of our videos went super viral. Deswegen heiße ich in Benjis Handy immer noch Nick, I like big boys, weil er mich damals, von dem Video kennen wir uns eigentlich. First I saw him as my competition and then I was like, okay, no, I gotta be keep your friends close, but your enemies even closer. And then we ended up becoming such good friends. I feel like this is too much enoki mushroom. If Benji wanted this, I just want to remind the room. Let me take this. Oh, can I smile like you? Like you guys are besties. For life. Wir haben früher bei allem, was wir gemacht haben, so viel mehr Content gemacht. Und das war sehr gut fürs Business natürlich. Und wir sind auch nur so an den Punkt gekommen, wo wir jetzt sind. Aber ich glaube, es könnte vielleicht ausgeglichener sein, weil nicht alles muss jetzt unbedingt so eine Content-Möglichkeit sein. Weil das macht es auch ein bisschen schwierig, so den Moment selber so richtig zu genießen. Oh yeah. Okay, wait, we can get these like cinematic shots where like. Was ich am meisten höre von Content Creatern, ist vor allem dieser Zahlendruck. Also, dass die das Gefühl haben, nicht selbstbestimmt darüber entscheiden zu können, wie sie ausgespielt werden, ob sie morgen noch relevant sind oder nicht. Und vor allen Dingen die Sorge davor, wenn man aufhört, also wenn man nicht das abruft, was man gerade auch macht, an täglich posten, die ganze Zeit hinterher zu sein, ganz viel Arbeit reinzustecken, dass wenn sie damit aufhören, dass es komplett einbricht und sie in den nächsten Monaten von der Bildfläche verschwinden. Plus, sehr verbreitet, das, was ich hinter den Kulissen mitbekomme, sind sowas wie Angststörung, Depressionen hört man viel, Burnout hört man sehr, sehr viel. That's almost sarcastic. Okay. I think it is a hard job, but it's not the hardest job in the world. Like, come on, like, I was just filming videos just now before, it's fine. I think it's such a chill life to live. But the negatives are, in the end, like,
I think your mental health can suffer a lot. Desto erfolgreicher man wird, desto mehr Leute geben ihre Hate-Kommentare rein oder auch so kritisieren dich und du stellst dich die ganze Zeit so quasi um bewertet zu werden, so online. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, man kann auch viel daraus lernen und viel daraus lernen, so mit sich selber glücklich zu sein, egal was andere Leute sagen. Und das ist ein bisschen der Trade-off, das machen zu können, worauf man Lust hat und auf dem Level erfolgreich zu sein. Éternel été, beautés à jamais. Wir shooten heute Vanity Teen, das ist ein großes Magazin. Das planen wir auch seit so einem Jahr, aber irgendwie mit Travis Schedule und sowas haben wir es noch nicht hinbekommen zu shooten. Deswegen freue ich mich sehr, dass das auch endlich stattfindet. Taking my baby to school, then I pray for it. Cause you bitches ain't never been cool. Writing testament, painting pictures, put me in the Louvre. That's a definite universal shift, I'm in the groove. A celebrity do not mean integrity, you fool. I'm a good man, shake your hand, firm grip. Ich habe eine Sache machen lassen. Ich habe hier mein Zahnfleisch, war so sehr weit unten. Also ich hatte sehr kleine Zähne. So when I smile, you see a lot of gum, like all of this, and they're literally gonna take a laser and just make my teeth bigger. These were my teeth like 5, maybe 6 years ago. Very messed up. Ich hatte dadurch so super krasse Insecurities wegen meinen Zähnen und meinem Lächeln. Und das war für mich so wichtig, dass ich da einfach so, es ist trotzdem mein Lächeln, aber so wie ich das irgendwie möchte. Aber das ist das Einzige und ja, ich glaube auch nicht so dramatisch. Aber ich fühle mich auf jeden Fall wohler so. Looksmaxing, ich mag den Begriff auch gar nicht, ist quasi so eine Bewegung im Internet von Typen, die so ein Mindset pushen, wie man so gut wie möglich aussehen kann. Aber auf so eine sehr so überwissenschaftliche Art. Die sagen so, desto besser man aussieht, desto mehr so Erfolg hat man im Leben. Aber ich glaube, diese Looksmaxing-Weltenschiene geht halt sehr oft in das Negative und da ist sehr viel so Selbsthass dabei und so Unzufriedenheit mit sich selber. Und ich erkenne das so ein bisschen aus meiner Zeit damals. Wenn es damals so eine Bewegung wie Looksmaxing gegeben hätte, wäre ich da auch glaube ich, direkt reingefallen. I think you need to be at this side, like this. It looks like so horrible. Yeah, exactly. Ich mache auch sehr bewusst keinen Content dazu. Obwohl das irgendwo ein Teil von meiner eigenen so Selbstentwicklung war, will ich das eigentlich nicht promoten, weil ich das ungesund finde. Hey, bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. Bitch, I'm attractive. Can't fuck with you no more, I'm fasting. Also ich musste so vor 1-2 Jahren richtig krass lernen, dass ich so Pausen nehmen muss, weil ich habe davor so 4 Jahre lang oder so 5 Jahre lang so keine einzige Pause gemacht. Ich wollte jeden Tag 12 Stunden lang irgendwas Produktives machen. Aber ich war so fertig irgendwann, ich habe voll die Motivation verloren, Content zu machen, zu shooten. Habe irgendwann so Anxieties bekommen auf so Events und sowas, einfach nur, weil mein Körper mir gesagt hat, so, chill mal, mach mal was anderes. Ja, got it. And twist to me, okay? Dann habe ich jetzt das letzte Jahr, 2 Jahre lang, mir ein bisschen mehr Zeit genommen, um zur Therapie zu gehen, allgemein so gute Routinen aufzubauen, selber mich auf eine andere Art kennenzulernen. Und ich glaube, das war super hilfreich für mich als Person, um überhaupt zu wissen, wie es jetzt weitergeht. It's a pleasure. Like with those eyes already, it's like you have every shot is a photo that you can publish for sure. So it's super cool. I'm so happy. I think the coolest are the first ones we took though. Mein umsatzstärkstes Jahr war 22, glaube ich, oder ja. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen über 1 Million verdient. Wenn Nick heute anfangen würde, dann bin ich sehr sicher, er ist talentiert, intelligent und diszipliniert genug, um sich noch durchzusetzen. Er würde sich ganz bestimmt durchsetzen, zu einer, daraus eine Karriere machen können. Ob die auf dem Level wäre wie die heutige, das wage ich zu bezweifeln. Dazu ist einfach echt sehr, sehr schwer geworden. Die
Primetime war wahrscheinlich 2018 bis 2021, als es recht einfach war. Es gilt nicht nur für Nick, es gilt für alle Creator, die damit angefangen haben, die hatten schon einen Startvorteil, weil du schneller auf dieses Level gekommen bist, eine bestimmte Relevanz zu haben. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. Wir sind hier im Hotel Martinez für das Cannes Film Festival und ich gehe gleich in ungefähr 1 Stunde los auf dem roten Teppich. Am Ende ist Cannes Film Festival so ein großer PR-Moment und irgendwie geht es dann auch um die Klicks und wie viele Leute auf die Brand gucken und wer was anzieht und viele Brands wollen halt ein Teil davon sein. Ich bin hier mit Nespresso, also von Nespresso eingeladen. Ich arbeite seit 3 Jahren mit Nespresso und mit denen ist immer eine gute Zeit. Was ich für die hier mache, ist so ganz konkret ein Instagram-Post von der ganzen Experience und Bilder davon. Und das ist auch die einfachste Art von Kooperation. Ich freue mich immer riesig, wenn ich das machen kann. Que ce soit clair, oui, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui, mais je m'en fous, je l'aime. Ich werde auch so von mir selber aus einfach Content für die posten, für deren neuen Produkte. Ich könnte, wahrscheinlich nicht für ein Fotopost, aber für ein Video, alles von, sagen wir, 1.000 € bis, wenn es amerikanische Kunden sind, so 40.000, 50.000 $, dann bekommen. Da gibt es sehr viel Spielraum nach oben, was Creator so bezahlt bekommen können. Viele denken, Influencer, das ist irgendwie, die haben nur Glück gehabt und die machen keine richtige Arbeit und das könnte ich auch. Aber die harte Realität ist, dass das Experten sind darin, Menschen zu erreichen. Also wenn du es geschafft hast, wie Nick, an so einer Größenordnung ranzukommen, dann hast du sehr, sehr viel in diesem Spiel, sag ich mal, der Aufmerksamkeitsökonomie richtig gemacht. Und das muss man auch irgendwie anerkennen. Es ist schon ein hartes Business, aber das geht halt viel um den Kampf, den man mit sich selber führt. Weil ich glaube, so viele gucken von außen und denken sich so, hey, das ist doch voll cool, weil du bist ganz auf den Events und ich weiß auch, ein Teil von meinem Erfolg kommt auch so von meinem Aussehen. Aber gleichzeitig, wenn du was hast, was dir dadurch so Selbstbewusstsein gibt, dann kommt das auch immer mit einer Angst, das zu verlieren. Ich habe auch eine Zeit lang und teilweise immer noch damit gestruggelt, so, hey, das, was ich alles habe, könnte einfach so verschwinden. Und ich glaube, es ist so dieses so tiefere Selbstbewusstsein zu finden, dieses so, okay, ich glaube an mich als Person, unabhängig von das, was ich habe, Aussehen, Erfolg, Klicks, Follower, alles Mögliche. Das ist, glaube ich, die schwierigste Challenge in diesem Business.